Wieder einmal heiße ich alle Car-System- und Open-Car-Freunde und selbstverständlich die, die es erst noch werden möchten, ganz herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Das Bild verrät eigentlich schon das heutige Thema. Es geht mal wieder um das Thema Fahrzeuge laden. Viele, die meinen Kanal jetzt schon länger folgen, die werden sich noch an ein Video, das vor circa einem Jahr online gegangen ist, zurückerinnern. Da habe ich mal kurz angerissen, wie ich meine Fahrzeuge lade und wie ich die zukünftig laden möchte. Und da habe ich unter anderem diese Ladestation gezeigt. Ich habe gesagt, so sollte es irgendwann mal bei mir aussehen. Mittlerweile, wie gesagt, ist jetzt ein Jahr vergangen und ich habe auch schon ziemlich viele Zuschriften bekommen, wo einfach gefragt worden ist, ja, wie weit ich bin und ob ich die Daten zu dem Nachbau von so einer Ladestation eigentlich veröffentlichen möchte oder werde. Und das ist genau heute der Fall. Im Prinzip kann man sagen, pünktlich vor Weihnachten. Ab sofort stehen nämlich die Daten zum Nachbau dieser Ladestation hier unten auf meiner Homepage zum Download zur Verfügung. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung oder oben rechts im Eck. Hier könnt ihr jetzt mein Werk sehen. So sieht das Ganze aus. Ich habe das jetzt hier so in einer externen Schublade verpackt. Warum ich das Ganze so gemacht habe, darauf werde ich am Ende des Videos noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Nur vielleicht eines mal vorweg. Ich habe auch Videos gemacht, wo ich diesen Kasten hier gebaut habe. Ja, also dieses Gehäuse, sagen wir mal einfach mal Gehäuse für die Ladestation gebaut habe. Ich bin mir allerdings momentan nicht sicher, ob ich diese Videos veröffentlichen soll oder ob ich das lieber lassen soll. Deshalb einfach mal meine Bitte an euch, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ich die Videos veröffentlichen soll zu dem Bau von dem Kasten hier oder nicht. In dem heutigen Video geht es auf jeden Fall mal darum, wie baue ich so eine Ladestation zusammen. Die Teile sind alle so konstruiert, dass man die über den 3D-Drucker ausdrucken kann. Ich habe die Ladestationen jetzt aus dem Material PETG gefertigt, also nicht PLA, was man ja standardmäßig in so einem Filamentdrucker hat, sondern ich bin da auf PETG umgestiegen, weil PETG einfach eine größere Festigkeit hat. Ja, und da ich halt hier mechanische Bauteile fertige, mit Gewinde schneiden und so weiter, ist halt PETG da einfach besser geeignet. Jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie dokumentiere ich jetzt diesen Zusammenbau. Schreibe ich da wieder eine elendlange, mehrseitige Bauanleitung und tue die dann zum Downloaden auf meiner Homepage veröffentlichen. Und da habe ich dann gedacht, nee, das dauert auch wieder ewig lang, bis ich diese Bauanleitung geschrieben habe. Ich mache einfach ein Video darüber, wie man so eine Ladestation baut. Und genau das ist auch heute der Hauptumfang dieses Videos. Und da ich jetzt auch schon wieder lange genug gelabert habe am Anfang, würde ich sagen, fangen wir auch gleich damit an. Als erstes schauen wir uns mal kurz an, welche Dateien eigentlich der Download-Link oder der Download von meiner Homepage beinhaltet. Da hätten wir zum einen natürlich die 3D-Dateien die als STL-Datei zum Einladen in euer Slicer-Programm. Parallel habe ich euch auch nochmal meine Cura-Projektdateien, also meine Projektdateien, mit denen ich gedruckt habe, mit reingepackt. Wahrscheinlich sind auch dann auch sämtliche Einstellungen, die ich vorgenommen habe, gleich vorhanden. Dann haben wir einmal noch einen Ordner mit Zeichnungen. Da sind die ganzen Zeichnungen für die Stelldrähte, Stahldrähte drin mit den Maßen. Und einmal noch eine Excel-Datei mit einer Stückliste. Und da drin in der Stückliste sind auch gleichzeitig die Links enthalten, wo ihr das Zeug bekommt. Starten wir noch ganz kurz hier so eine Datei. Bei mir muss ich das immer mit Öffnen mitmachen, sonst nimmt das falsche Programm, warum auch immer. Und jetzt kommt gleich mein Cura. Er startet schon, das seht ihr jetzt gerade nicht. Hier geht jetzt der Cura auf. Dann müsst ihr sagen, als Projekt öffnen. Mit Sicherheit wird er da auch irgendwas von euch haben wollen mit einem Drucker.
Dann sagt ihr öffnen und dann habt ihr die Datei schon so drin, wie ich sie angelegt habe für mich. Auch mit den ganzen Einstellungen hier bezüglich Schichtdicke, Fülldichte und so weiter. Ja, und auch schon mit der Stützstruktur. Ich denke mal, ihr müsst dann wahrscheinlich und natürlich ist auch gleichzeitig das richtige Material mit den entsprechenden Temperaturen ausgewählt. Diese Temperaturen haben jetzt bei mir gut funktioniert. Kann natürlich sein, wenn ihr einen anderen Drucker habt, wie jetzt den Anycubic, dass das bei euch halt ein bisschen anders da ist. Da müsst ihr halt einfach mal probieren. Beziehungsweise ihr habt ja mit Sicherheit von euch auch irgendwelche Erfahrungswerte. Und dann drückt er halt einfach noch auf Slice und schon rennt die Kiste los. Das dauert also bei dem Teil ziemlich lang. Das ist ein ziemlich großes Teil. Und ihr seht auch schon hier, das Ganze dauert sehr, sehr lang mit 9 Stunden und 12 Minuten. Also es ist halt eine feine Auflösung. Und ja, ihr seht, also da seht ihr halt, das dauert ziemlich lange. Bei mir kann ich euch von meiner Erfahrung aus sagen, hat eine komplette Ladestation zum Drucken mit allen Teilen so circa 20 Stunden gedauert. Hier habe ich euch jetzt mal alle Bauteile hingelegt, die ihr für den Aufbau so einer Ladestation benötigt. Außer den 3D-Druckteilen braucht ihr dann hier noch so ein paar Schaftschrauben, ein paar normale Gewindeschrauben, ein Servomotor, eine Feder. Auch hierzu stehen die ganzen Links wieder in der Videobeschreibung. Außer den Teilen, die ihr hier jetzt seht, benötigt ihr dann auch noch so ein Bronzeblech, ein paar so kleine Bronzeblechstückchen. Auch der Link ist in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt benötigt ihr noch 1 und 2 mm starken Federstahldraht. Auch da der Link wieder in der Videobeschreibung. Bevor ich jetzt mit dem kompletten Zusammenbau von dieser Ladestation anfange, schneide ich mir als erstes noch die fehlenden Teile zu. Heißt also als erstes mal diese Ladeplatten, die hier auf diese vorgefertigten Träger kommen. Da müssen ja noch die Kontaktplatten dran, sonst können wir ja keinen Strom übertragen, ne? Weil mit Kunststoff geht es halt schlecht. Und die säge ich immer hier bei mir auf so einer kleinen Tischkreissäge von Proxxon, säge ich mir die immer raus. Ich finde es da recht praktisch. Da hat man schöne gerade Schnitte und das sieht dann auch noch gut aus. Wichtig bei der Arbeit natürlich die Schutzbrille nicht vergessen. Und wer mag, kann natürlich auch noch Ohrenschützer anziehen. So, dann nehmen wir mal die 42 mm als erstes. Stellen das Maß mal ein und dann geht es auch schon los. So. Was ich eben total vergessen hatte, war meinen Staubsauger anzuschließen an der Säge. Wir arbeiten hier zwar mit Metall, aber trotzdem ist ein Staubsauger immer nicht verkehrt. Also ihr macht es natürlich gleich richtig. Weiter geht's. Ja, so sehen die Teile dann aus und die müssen natürlich jetzt noch ein bisschen entgradet werden. Ihr seht es ja, da sind noch richtige Kanten, so können wir das ja nicht lassen. Ja, das wäre eine Verletzungsgefahr. Und nur, dass ihr es nochmal seht, da ich ja ein paar mehr Ladestationen noch bauen muss, habe ich mir natürlich gleich ein paar mehr Teile zugesägt. Ne? Macht ja Sinn, wenn man die Maße einmal eingestellt hat. Zum Entgraden von den Kanten jetzt
verwende ich immer so einen Kantenentgrader, heißt das Teil, glaube ich. Da kann man auch in irgendwelchen Bohrungen so die Löcher entgraden und so weiter. Dafür ist das Teil eigentlich und das funktioniert hier eigentlich auch ganz gut. Ihr seht, man kann das hier einfach so drüber ziehen. Dann werden hier schön die Kanten gesäubert und auch gleich ein bisschen abgerundet. Das ist dann eigentlich perfekt, so wie wir das brauchen. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist, dass ihr diese Ecken hier ein bisschen abrundet, weil auch die Ecken, die sind ziemlich scharf und ist natürlich ein Verletzungsrisiko. Deshalb gehe ich kurz mal mit der Mini-Drill her und tue die hier einfach kurz so abrunden. So, und jetzt haben wir die fertigen Platten. Man kann natürlich danach noch mal hergehen oder ihr macht es gleich. Ihr rundet das ab, bevor ihr die Kanten entgradet. Das gerade noch mal ein bisschen nacharbeiten hier. Als nächstes brauchen wir die zwei Splinte, die dann hier reinkommen. Die machen wir aus 2 mm Federstahldraht. Man kann auch Messing nehmen, wenn ihr das habt. Also das ist jetzt nicht unbedingt, muss nicht unbedingt Federstahldraht sein. Ja. Schneiden tue ich den mit dem Messschieber. Da habe ich jetzt die 13 mm eingestellt und jetzt lege ich das einfach hier dran und mache mir hier dann so eine Kerbe rein, damit ich weiß, wo ich trennen muss. Da sind sie, die zwei fertigen Splinte. Den Dreck machen wir natürlich gleich wieder weg. So. Jetzt machen wir noch die Stelldrähte. Also die hier, ne? Die zwei Stelldrähte, die brauchen wir natürlich auch noch. Die machen wir aus 1 mm Federstahldraht. Das solltet ihr auch wirklich Federstahldraht verwenden. Ihr seht hier die Zeichnung. Da sind natürlich ziemlich krumme Maße teilweise drauf gedruckt. Das kommt halt aus dem Computer so raus. Ich persönlich orientiere mich an den Maßen nur. Aber ich mache da auch ziemlich viel frei Schnauze. Das seht ihr jetzt gleich. Bum, bum, bum. Auf jeden Fall braucht ihr eine gute Zange, die die Kräfte aushält. So, das Maß habe ich hier schon eingestellt. Der erste ist schon fertig. Der nächste. Der Anfang geht eigentlich wieder gleich. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn jetzt muss ich das Ganze hier so reinlegen. Und jetzt nicht direkt am Messschieber an der Kante hier anlegen, sondern so ein bisschen davor. So, jetzt nochmal mit der Zange umgreifen und dann nach
oben. So, ein bisschen so. Und jetzt kann man einfach mal hier so hinlegen, kann man gucken, wie sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, das sieht schon gut aus. Als nächstes stelle ich so die 20,7 in etwa ein. So, dann das Teil hier angelegt, dass es hier die Kante hier gerade liegt. Dann wieder hier genommen. Jetzt ist halt wichtig, dass in dem Moment das hier parallel steht. Und jetzt greifen wir nochmal mit der Zange ein bisschen zusammen. Und jetzt habe ich es schon verbockt. Jetzt müssen wir ein bisschen korrigieren. Ja, so sieht es gut aus. Jetzt sollte das und das halt parallel laufen. Das macht es noch nicht ganz. Dann tun wir es noch ein bisschen runterbiegen. Soweit sieht es ganz gut aus. Jetzt brauchen wir noch die 51, irgendwas. So, jetzt lege ich das halt hier so in etwa an. Markiere das hier. Abtrennen. Das weg. Sauber machen. Das war's. Dann hätten wir jetzt auch alle Teile zusammen und dann fangen wir auch gleich mal an. Als erstes nehmen wir unsere Grundplatte her. Wie ihr erkennen könnt, hat mein Drucker hier lauter solche kleinen Fäden hier neben rausgedruckt, also erzeugt. Ich habe alles schon probiert, ich kriege die einfach nicht weg. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran es liegt genau. Deshalb seht es mir nach, wenn ihr von mir auch keine 3D-Druck-Tipps kriegt, weil das ist einfach nicht mein Fachgebiet. Ich kann zwar was im 3D-Drucker herstellen, aber ich kann das jetzt definitiv nicht so, dass ich sagen könnte, ich kann euch da unbedingt Tipps mitgeben. Da gibt es wirklich ganz andere Kanäle, die können das wesentlich besser wie ich. Deshalb, wenn ihr etwas zu 3D-Drucken wissen wollt, guckt euch bitte die anderen Kanäle an. Aber jedenfalls sieht es ja blöd aus hier und das muss jetzt erstmal alles weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das mit so einer Kunststoffbürste, dass man die da relativ gut wegkriegt. Zumindest mal die lang. Und wenn wir dann noch so kürzere haben, da kann man noch mal mit dem Cuttermesser kurz drüber gehen und dann gehen die auch weg. Ja, und dann sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Auch hier oben habe ich noch ein paar Abstände. Hier ist noch was drin von der Stützstruktur, das kommt auch noch weg. So, dann sieht das ganze Teil so schon recht gut aus. Danach brauchen wir dieses Teil hier. Das ist sozusagen die Versteifung von dieser Grundplatte hier, weil wenn ihr mal hier guckt, die ist ja sehr, sehr labil hier in der Richtung. Hier haben wir ja die Stützen schon, oder die Versteifungen schon angedruckt, aber hier ist ja jetzt nichts und das kann ich jetzt momentan noch so verbiegen. Und das darf natürlich nicht sein. Deshalb kommt jetzt dieses Teil hier hinten so rein. Vorher aber, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Mal gucken, ob man es vielleicht erkennen kann. Habe ich auch hier vom Drucken irgendwie noch so einen Überstand. Das ist da, wo die erste Schicht auf der Grundplatte lag. Anscheinend hat mein Leveling nicht ganz gestimmt oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das muss ich natürlich als erstes wegmachen. Das mache ich immer mit der Feile weg. So. Das seht ihr, so passt es dann rein. Natürlich muss das festgeklebt werden. Ja, dann machen wir ordentlich Sekundenkleber drauf. Da kann man ruhig mal satt machen. So. Und dann kleben wir das ganze Teil hier an. So. Und damit ich das jetzt nicht ewig halten muss, weil ihr wisst ja, Sekundenkleber heißt, klebt in Stunden, hebt für Sekunden, ne? Drücke ich quasi
nehme ich so zwei Klemmzwingen und tue das da einfach noch mal ein bisschen mit festzwingen. So. Und so lege ich das Ganze jetzt erstmal zur Seite. In der Zwischenzeit geht es mit den Teilen hier weiter. Das, hier, das hier, das und das hier. So. Das sind die ganzen Teile, mit denen wir jetzt erstmal weitermachen. Fangen wir mal mit denen hier an. Da muss natürlich zum einen noch die Stütze ab von der Stützstruktur. Beide mal. Zack. Weg. Dann brauchen wir auch wieder die Pfeile. Dann fahre ich hier links und rechts einmal kurz mit der Pfeile durch. Und mache einmal hier vorne so und einmal so. Und zwar ist es ein leichter schräger Winkel, weil die Teile hier vorne, die sind auch ein bisschen schräg. Also einmal so, ich hoffe, das sieht man gut, so und einmal so. Ganz leicht, nicht viel, da braucht man nicht viel drüber, gerade so ein bisschen. Dann nehme ich auch noch mal das Messer und mache hier diesen ganzen Wulst weg. So. Das gleiche mache ich auch mit den Teilen. Auch hier wieder, wenn da als was ist, halt einfach mal wegmachen. Vom Drucken noch so ein Überstand ist, der muss halt weg. Was soll's, ne? Auch hier ist es wieder so, dass ich erst einmal hier kurz drüber fahre, ganz leicht, und einmal hier. So. Und als nächstes auch gleich auf den Flächen, weil das sind ja, da ist ja der Drucker so drüber gelaufen und das ist halt auch relativ rau und nicht ganz so eben. Da fahre ich auch noch mal kurz so drüber und tue das ein bisschen im oberen Bereich hier noch mal ein bisschen nachglätten. Das gleiche mache ich auch hier unten. So, dann ist das hier so schön glatt. Man kann dann auch noch mal hier, wenn so ein bisschen so, das sich so hochgerubbelt hat, wenn da so ein Überstand ist, dann den kann man auch noch mal wegschneiden mit dem Messer, so ein bisschen wegkratzen. So, ist nicht immer, aber manchmal. Jetzt müssen natürlich die Teile hier sauber reinpassen. Also da darf nichts klemmen, die müssen hier so sauber reingehen. Das gleiche natürlich auch auf der Seite. Ihr seht, passt. Und in dem Moment jetzt legen wir schon fest, welches Teil auf welche Seite kommt. Denn auch hier ist die Oberfläche relativ rau. Das Teil wird ja so gedruckt und wenn man sich dieses jetzt unter dem Mikroskop angucken wird, dann wird man erkennen, dass das immer so leichte Wellen hier sind. Ja, jede Schicht, sage ich mal, das ist ja wie so eine runde Wurst und die wird ja platt gedrückt, dann habe ich immer so leichte Wellen. Und das ist halt, das merkt man hier und das ist kontraproduktiv, wenn wir da später was dran schrauben. Deshalb gehe ich da auch immer noch mal her mit der Feile wieder und mache das Ganze noch mal glatt. So. Naja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ne? Aber ich merke, dass das jetzt schon eine ganz andere Oberfläche ist. Und das machen wir auch mit dem Teil auf der Seite hier. Dann sind wir mit den Teilen erstmal soweit fertig. Auch hier ist wieder so ein bisschen Dreck vom Drucken übrig. Das machen wir auch noch mal weg gleich. So. Jetzt brauchen wir ein paar Bohrer und natürlich einen Akkuschrauber. Zuvor vielleicht noch ein paar Worte, warum ich ausgerechnet die Löcher jetzt alle nachbohre, weil eigentlich habe ich es ja konstruiert und wenn ich es ausdrucke, dann sollten die Löcher ja eigentlich stimmen. Könnte man davon ausgehen. Aber wie so immer liegt halt die Theorie und die Realität ein Stück weit auseinander. Wie ich ja schon erklärt habe, wird unser Modell in Schichten gedruckt.
Und gerade bei jetzt sehr kleinen Löchern kommt halt da so ein Filamentdrucker sehr schnell an seine Grenzen. Wobei ich sagen muss, das hat halt jeder 3D-Drucker, hat da irgendwo seine Grenzen, weil jeder 3D-Drucker arbeitet eigentlich mit Schichten. Die einzelnen Schichten, die könnt ihr ja hier sehen. Und wenn jetzt so ein Slicer oder halt auch jede Software, die diesen 3D-Druck aufbereitet, die muss jetzt halt irgendwie gucken, dass sie dieses Loch mit den Schichten irgendwie darstellt. Und jetzt kann halt dieser Slicer, ich fahre mal noch ein Stück näher ran, der kann jetzt halt nicht hergehen, kann die Schicht hier drucken und kann dann hier irgendwo an der Stelle anfangen. Sondern der geht halt dann her und guckt, wie weit kann ich mit meiner Schicht, mit meiner nächsten Schicht hier ranfahren, damit ich diesen Außendurchmesser, also diesen Lochdurchmesser noch darstellen kann. Und so macht er das halt Stück für Stück. Und dadurch sind meine Löcher im Prinzip nicht 100% rund, sondern ja, das ist so ein bisschen, schon so ein bisschen oval, kann man sagen. Ja, das ist halt das Problem, das ich dann bei so 3D-Drucken immer wieder habe, wenn ich so Bohrungen habe. In der Regel ist das nicht weiter schlimm, aber hier jetzt bei so einer feinmechanischen Konstruktion müssen halt die Bohrungen schon genau sein, dass alles sauber sitzt. Aus dem Grund habe ich bei der Konstruktion die Löcher alle ein bisschen kleiner gemacht, wie sie eigentlich sein sollten, und bohre die halt jetzt einfach auf die endgültigen Maße auf, und dann habe ich halt hier wirklich ein sauberes Loch. Als erstes benötigen wir einen 3/6er Bohrer. Den machen wir mal hier rein. Und da bohren wir jetzt diese ganzen Löcher hier. Indem ihr also das und das bei den Teilen hier, genauso hier und hier, und bei den Teilen bohren wir auch diese Löcher auf. Und dann nehmen wir einen 2/9er Bohrer und bohren hier oben die oberen Löcher. Also wenn man das hier so sieht, das sind die unteren, die großen Löcher, und dann nehmen wir die oberen Löcher und bohren die auf 2/9 auf. Weil da kommen später unsere M2er Schrauben rein und die müssen ja auch ganz leicht sich drehen können. Dann nehmen wir einen 2 mm Bohrer und bohren diese Löcher hier auf. Genauso bohren wir hier durch. Jetzt nehmen wir einen 2/1er Bohrer und bohren hier die Löcher nochmal auf. Und nachdem wir das gemacht haben, also diese Löcher hier mit 2/1 aufgebohrt, können wir mal unseren Splint nehmen und können einfach mal probieren, ob der jetzt ganz leicht hier durchgeht. Im Prinzip, wenn ich den jetzt hier mit der Zange halte, muss meine Klappe sich ganz leicht bewegen. Wenn ich die jetzt so hoch mache, muss die eigentlich runterfallen. Und das ist hier noch nicht der Fall. Da merke ich, das Loch ist einfach noch nicht groß genug. Dann fahre ich da einfach noch mal rein und lasse den Bohrer ein paar Mal da drin laufen, damit sich das Ganze hier noch ein bisschen öffnet. Und jetzt sehen wir, so muss das eigentlich sein. Wenn ich jetzt hoch mache, muss es wieder runterfallen. So ist perfekt. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So, wieder geht's weiter. Als nächstes gehe ich her und mache da mit dem kleinen Senker, gehe ich immer noch mal her und tue die Kanten hier, noch mal, also die Bohrungsanfänge, noch mal ein bisschen die Kanten brechen. Das mache ich mit der Hand übrigens. Wenn wir so weit sind, kommt jetzt wirklich eine richtig zeitraubende Arbeit. Denn wir müssen hier überall erstmal Gewinde schneiden. Und das dauert echt ewig. Als erstes brauchen wir mal einen M2,5er Gewindeschneider. Wichtig ist, die Maschine auf langsam stellen. Also wenn man hier so
wenn der so schnell läuft, das reicht vollkommen. Und dann ist auch wichtig Schneidöl. Ich verwende da immer so ein Waffenöl. Das ist wirklich sehr gut, hat sich also wirklich gut bewährt. Das funktioniert auch wirklich ganz gut. Dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Öl drauf. Und dann schneiden wir hier die Gewinde. Klar wird jetzt der eine oder andere sagen, was macht denn der Gewinde? Schneidet mal so nicht mit der Hand. Da muss man irgendwo reinmachen, muss gucken, dass es alles haargenau im Winkel ist. Sage ich mir, ja, ihr habt recht. Normalerweise macht man das so. Aber ich sage mir einfach, das reicht, was ich hier mache. Wir haben hier Hobby, wir haben hier kein Profimaterial. Fürs Hobby reicht es einfach so. Dann brauchen wir die Grundplatte wieder. Das kann man jetzt dann mittlerweile wegmachen. Das hat jetzt lang genug gezogen. Auch hier, die hier müssen jetzt mit 2,5 geschnitten werden. Und hier mache ich es wirklich so, ich schneide ein Stück rein, dann schalte ich die Maschine um, gehe wieder ein Stück raus und das mache ich ein paar Mal hin und her. Also ich muss echt sagen, das Gewinde schneiden geht mit der Maschine viel besser wie mit der anderen. Wenn die geschnitten sind, kommt der M3er Bohrer rein und hier oben die Bohrungen für das Servo werden geschnitten. Ich schneide die immer von hinten, man kann die aber genauso gut von vorne schneiden. Danach benötigen wir den M2er Gewindeschneider. Und hier muss jetzt in die Teile, in die kleinen Teile, muss jetzt hier M2er Gewinde rein. Endlich können wir mit dem Zusammenbau beginnen. Los geht das Ganze mit den Ladeplatten und den Ladeplattenhaltern und unserer kleinen Feder. Als erstes schieben wir mal den Splint hier in den Ladeplattenhalter rein, so dass der natürlich hier hinten noch nicht rausguckt. Also das wäre jetzt schon nichts, das ist jetzt schon zu weit. Da schieben wir mal wieder ein bisschen zurück. Und jetzt müssen wir das ganze Ding hier durchschieben. Da kommt es immer drauf an. Manchmal kann man es so mit der Hand durchdrücken. Ja, aber meistens geht es doch relativ schwer. Deshalb verwende ich hier eine Wasserpumpenzange und schiebe das Teil dann quasi rein. Ich schiebe es als immer erst so weit rein und jetzt gucke ich mal, wie gut lässt sich das Teil hier bewegen. Wenn sich das so bewegen lässt, ist das schon mal in Ordnung. Und jetzt können wir das Teil dann noch ganz reindrücken, also ganz reinschieben, den Splint. Und auch dann gucken wir noch mal, also das ist wirklich, das ist der Optimalfall. Ja, aber wenn das auch ein bisschen ein kleines bisschen schwerer geht, ist es auch nicht schlimm. Ja? So, wenn wir das so weit haben, dann kommt unsere Feder rein. Die
kommt hier unten rein und da seht ihr eine Bohrung und da auf der anderen Seite ist auch nochmal eine Bohrung. Da legen wir die jetzt einfach mal rein, so in die Richtung, und jetzt nehmen wir eine kleine Zange und drücken die in die Bohrung rein. Einmal hier und einmal hier. So. Und das war's schon. Und so ist dann unsere Ladeplatte zusammen. Und jetzt könnt ihr sehen, wenn wir da drauf drücken, dann federt das so schön. Genau so muss das sein. Und das Ganze machen wir halt zweimal. Einmal für links und einmal für rechts. Und wenn wir dann so weit sind, können wir auch gleich unsere Kontaktplatten da drauf kleben. Das geht ganz einfach mit ein bisschen doppelseitigem Klebeband. Denke ich, das hat jeder zu Hause. Ja. Da schneide ich mir immer so einen Streifen hier ab und den noch einmal in der Mitte halbiert. Und dann kleben wir das einmal hier drauf. So. Und einmal hier drauf. Ja. Und jetzt machen wir einfach unsere Kontaktplatten da dran. Abziehen. So. Da kommt es jetzt auch wirklich nicht auf den Millimeter drauf an. Ja? Hauptsache die Dinger sitzen halt da drauf. Bereits in diesem Stadium jetzt kommen schon die Anschlusskabel dran. Die mache ich also wirklich ganz, ganz früh dran. Und wenn das eure erste Ladestation ist oder ihr auch noch keine Autos habt oder auch wie immer, jetzt müsst ihr halt für euch festlegen, auf welche Seite kommt der Plus und auf welche Seite kommt der Minus. Bei mir ist es so, dass die Seite jetzt der Minus wird und die Seite der Plus. Ich spanne mir das dann immer wieder so in meinen Platinenhalter hier ein. Da kann man das richtig schön festhalten. Dann wird als erstes der Draht verzinnt. Es kommt hier ein bisschen Zinn auf die Ladeplatte hier hinten im Eck. So, und dann legen wir gerade noch den Draht hier rein. Fertig. Hier stehen sie. Jetzt brauchen wir 4 unseren 8 M2,5er Flachkopf mit Schaftschrauben. Ja, also die hier. Brauchen wir jetzt 4 Stück davon und 2 von den M2ern. Das lege ich mal kurz zur Seite. Fangen wir erstmal mit dem an. So, hier brauchen wir jetzt einmal so einen Hebel und einmal den Hebel. Ja, also diese Auskuhlung, die kommt immer hier auf die Unterseite. Ja, die kommt immer hierher, weil hier ja auch dieser dicke Wobbel ist hier. Ne? Also so. Und auch hier ist es jetzt wieder so, da ist die Oberfläche relativ rau vom Drucken noch. Und auch die Unterseite ist eigentlich eben. Ja, da ist noch so eine kleine Struktur drauf von der Druckplatte. Da gehe ich halt auch immer noch mal her und mache als erstes mal das Ganze noch ein bisschen glatt. So, jetzt ist es schon ein bisschen wesentlich schöner. Und jetzt bauen wir das Teil zusammen. Als erstes machen wir mal das Teil dran. Da kommt hier die Schraube rein. Und das Ganze auch wirklich mit der Hand. Ja, also alle Schrauben mit der Hand reindrehen. So, ich setze das erstmal hier an. So, jetzt drehen wir das Ganze rein. So, und jetzt ist wichtig, wenn das fest ist, wenn die Schraube richtig angezogen ist hier, natürlich dürft ihr hier auch nicht zu arg drehen, sonst überdreht er das Gewinde. Aber das muss schon gut angezogen sein. Dann muss sich das Teil hier noch so leicht bewegen. Macht's das nicht, dann müsst ihr das noch ein bisschen da nachfeilen. Das gleiche machen wir jetzt auch hier. So. Auch hier seht ihr jetzt, die beiden bewegen sich wirklich ganz leicht. So ist es wirklich optimal. Na? Wenn das halt nicht so ist, dann muss man wie gesagt danach arbeiten. So. Dann kommt von dieser Seite hier, also die haben wir von da und das kommt gerade von der Gegenseite rein und da oben und dann kommt hier oben dieses Kreuzgelenk drauf.
Und auch hier ist es wieder so, das sollte ganz leicht sich drehen lassen. Das ist so in Ordnung. Zur Seite. So, machen wir das jetzt auch auf der anderen Seite wieder. Also ihr seht, wenn die Teile mal vorbereitet sind, wenn da alles reingeschnitten ist und so weiter, dann geht eigentlich der Zusammenbau relativ zügig. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel, das hier ist zu fest. Ja? Da seht ihr jetzt genau das, was ich euch eben versucht habe oder was ich euch eben gezeigt habe. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ich vermute auch einfach, das liegt manchmal an den Schrauben, dass die auch noch eine gewisse Toleranz haben. So, seht ihr, jetzt ist es besser. So sollte das eigentlich sein. Jetzt haben wir hier unsere beiden Ladearme oder Ladearme, so nenne ich die Teile. Unseren rechten und unseren linken Ladearm haben wir jetzt beide fertig. Und die müssen jetzt natürlich an die Grundplatte dran. Doch bevor wir die an die Grundplatte schrauben, machen wir erstmal den Servo da oben rein. So, dann setzen wir mal den Servo ein. Der Servo kommt so hier rein, also mit der Achse in der Mitte. Und ich nehme jetzt hier M3er Schrauben. So. So, das ist auch drin. Sieht dann so aus, wenig spektakulär. Und der Clou ist jetzt dabei noch, hier ist so eine kleine Lasche. Da könnt ihr quasi das Servokabel hier hinten dran stecken. Und dann hat es nochmal hier so eine zusätzliche Halterung, Führung. Muss man nicht machen, ich finde es halt einfach nicht schlecht. Gerade wenn es dann irgendwo nach oben weggeht, finde ich die Befestigung ganz praktisch. Das klemmt also wirklich gerade so ein bisschen da drin. Jetzt sind wir dann auch schon so weit, damit wir hier unsere Teile dran machen müssen. Auch hier ist es mal wieder so, dass wir mal kurz die Flächen hier ein bisschen nochmal nachträglich plan feilen. Und jetzt brauchen wir unsere restlichen 4 M2,5er Flachkopfschrauben mit Flansch. Und jetzt setzen wir einfach die Teile hier so einmal rechts und einmal links ein. Auch hier ist es jetzt wieder so, ich drehe die Schraube nur leicht an und mache als erstes mal die hier fest. Und jetzt gucke ich, wie gut lässt sich das hier noch bewegen. Und da merke ich schon, ja, das geht eigentlich schon viel zu schwer. Da muss ich nacharbeiten. Jetzt mache ich die Schraube wieder auf und gucke mir aber auch gleich die Seite hier an, was hier los ist. Und da sehe ich, hier ist alles okay. Heißt also, ich brauche hier nichts machen, ich muss nur hier was machen. Also wieder lösen das Ganze. Und dann müssen wir halt hier noch mal ein bisschen drüber. Auch hier noch mal kurz drüber. Da das wirklich nur ganz leicht schwer ging, vermute ich nicht, dass da arg viel Material ist, was da noch weg muss. Aber man kann sich auch täuschen. Nee, es ist immer noch zu viel. Ah, jetzt sieht es schon wesentlich besser aus. So kann das bleiben. So ist in Ordnung. Ja, so ist wirklich in Ordnung. Es könnte noch ein bisschen leichter gehen. Also ein bisschen leichter hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber das ist in Ordnung.
So, dann machen wir doch gleich mal die andere Seite. Gucken, ob wir da auch so viele Probleme haben. Meistens ist es immer nur eine Seite, wo es Probleme gibt. Die andere geht dann relativ einfach. Ne, auch da gibt es Probleme. Okay. Interessant. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Also das vordere ist in Ordnung. Das ist nur das hintere wieder. Okay. Komisch. Ja, okay, das kann man lassen. Das kann man vertreten. Gut. So. Soweit sieht es jetzt schon mal gut aus. Wir haben jetzt die beiden Arme dran. Fehlen uns bloß noch die beiden Stelldrähte. Das sind unsere beiden Stelldrähte. Wie man die biegt, habe ich ja ganz am Anfang schon gezeigt. Und jetzt brauchen wir so diese Zubehörtüte, die da bei dem Servo dabei ist, weil da brauchen wir jetzt noch ein paar Teile draus. Und zwar brauchen wir das Teil und brauchen diese Schraube hier. In das Teil hier hängen wir jetzt hier den Draht ein und hier hängen wir den Draht ein. So. Jetzt drehe ich das oder lege ich das mal so hierher. Und jetzt kommt, halt, jetzt habe ich beinahe was vergessen. Jetzt brauchen wir erstmal einen 1 mm Bohrer. Ja, den hätte ich fast vergessen. Jetzt fahren wir einmal kurz hier mit dem 1 mm Bohrer durch und einmal hier. Genauso hier. So, jetzt drehen wir hier M2er Schrauben rein. Ganz normale M2er Schrauben drehen wir hier rein. Ungefähr so weit. Das gleiche machen wir hier auch. Jetzt können wir das Teil hier nehmen und schieben das einmal hier durch und einmal hier durch. So, jetzt gucken wir, dass beide Platten hier so aneinander stehen ungefähr und dass sie hier unten immer gleich sind. So. Jetzt können wir das Teil hier im Prinzip so aufdrücken. Hier auf die Welle und können das gleich mit der Schraube hier fixieren. So, ein bisschen wieder zurückdrehen, so weit brauchen wir es nicht auseinander. So. Jetzt nehmen wir diese Anschläge, habe ich die jetzt genannt. Den schieben wir einmal hier drauf und einmal hier drauf. So, gucken wieder, dass die Teile unten schön stehen. Und dann machen wir das hier einmal fest. So, und einmal hier fest. Jetzt können wir das Ganze aufdrehen. Und jetzt müssen wir hier hinten gucken, dass die Teile hier an dem Grundrahmen anschlagen, aber halt nicht, also die dürfen sich so nicht mehr bewegen, sondern die müssen hier satt anliegen. Ja, ich kann das jetzt hier bewegen. Ihr seht das jetzt auch hier oben, der Hebel, der bewegt sich noch. Also da ist noch zu viel Spiel. Das kann ich noch ein bisschen nach hinten ziehen. Dass hier quasi so gut wie kein Spiel mehr drin ist. Und auch hier gucke ich nochmal und dann sehe ich, ja, hier ist noch zu viel Spiel drin. Dann drücke ich den ganz an den Anschlag dran und mache hier nochmal die Schraube auf und tue den nachjustieren. Und schon haben wir hier das Teil, also haben wir hier mal unsere Platten. Jetzt tun wir gleich die Kabel verlegen und auch für die Kabel sind ja hinten 2 Laschen vorgesehen. Da kann man das einmal durchschieben
Und das zweite auch gleich durchschieben. Und jetzt sollte man halt darauf achten, dass die Kabel hier noch genügend Spiel haben. Ja, also wenn das so aussieht, ist das vollkommen in Ordnung. Auch das hier geht jetzt hier dann quasi hier oben rein. Und das gesellt sich dazu. Da braucht man manchmal eine kleine Zange. Habe ich mitgekriegt, gell? Ja. So, dann sieht es so aus. Das Kabel gehört natürlich auch hier rein. So. So, jetzt sieht es so aus. Wunderbar. Fehlt nur noch die Feder. Das ist ja die hier. Da muss man auch erstmal kurz diese beiden Laschen hier so gerade biegen. Ich habe leider keine andere Feder gekriegt, nur die, aber macht ja nichts, hat man ja gleich gebogen. Ne? Und jetzt hängen wir die einmal hier ein. Mal die Gabel hier zur Seite, dass ihr es besser seht. Und jetzt drehe ich die so ein bisschen und hänge sie hier ein. Und schon habe ich hier Druck auf meinen Ladeklappen. Und wenn ich jetzt hier zumache, sehe ich, wie die reinfahren. Klack. Und das Ganze geht auch wieder in die andere Richtung. Perfekt. Und somit ist unsere Ladestation zusammengebaut. Und hier könnt ihr jetzt auch noch mal sehen, wie das Ganze dann im eingebauten Zustand aussieht. Ihr seht, hier sind meine Ladeklappen, mein Fahrzeug. Jetzt mache ich mal kurz hier, drücke ich mal kurz hier auf den Knopf. Dann seht ihr, die Spiegel klappen jetzt an, fügen sich an die Kontur der Außenspiegel, also die Kontur meiner Außenspiegel im Fahrzeug dran. Jetzt kann das Fahrzeug laden und wenn es voll ist, dann mache ich halt einfach die Spiegel wieder auf und dann ist das Fahrzeug wieder frei. So einfach ist der Zusammenbau einer Ladestation. Hier könnt ihr natürlich jetzt sehen, dass die Ladestationen mit meinen eigenen Ladegeräten hier aufgebaut sind. Bei den Ladegeräten bin ich echt momentan noch ziemlich hin und her gerissen, ob ich die Daten zum Nachbau wirklich auf meiner Homepage veröffentlichen soll oder nicht. Da der Aufbau von diesen Ladestationen hier, also diesen Ladegeräten, es ist ja keine Ladestation, sondern es ist ja wirklich das Ladegerät, der Aufbau von so einem Ladegerät echt nicht einfach ist. Ja, das Ladegerät ist wirklich sehr aufwendig zusammenzubauen. Ich kann euch mal hier so eine Platine in die Kamera halten. Ja, ihr seht hier, da sind echt extrem kleine und winzige Bauteile drauf. Ja, man muss da wirklich sehr, sehr präzise arbeiten und jeder kleine Fehler beim Aufbau kann später zu einem Problem bzw. zu einem Schaden von dem Akku führen. Deshalb bin ich da echt momentan hin und her gerissen und weiß nicht, ob ich wirklich die Daten für den Nachbau veröffentlichen soll, dass die wirklich für jedermann zugänglich auf meiner Homepage stehen. Ich kann es momentan einfach nicht sagen, was ich da machen soll. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich diese Ladestationen hier drin, ja, die könnt ihr natürlich auch mit den handelsüblichen Ladeplatinen, die ihr da kriegt für ein paar Euro, könnt ihr die natürlich auch betreiben. Das funktioniert auch. Dazu werde ich mal ein separates Video noch drüber machen, wo ich euch einfach zeige, ja, wie kann ich jetzt so eine Ladestation mit so einem Ladegerät hier betreiben. Bevor wir jetzt wirklich am Ende des Videos sind, noch ein paar Informationen. Warum habe ich jetzt hier eigentlich eine externe Schublade gebaut, wo ich die Fahrzeuge wirklich manuell reinstellen muss, ja, und nicht, sage ich mal, wie man das eigentlich jetzt hat,
sagen würde, ich komme hier irgendwo angefahren, das Fahrzeug kann ja automatisch reinfahren, hält an und wenn es vollgeladen ist, fährt es wieder weiter. Das wäre ja, sage ich mal, eigentlich das Nonplusultra. Genau das hatte ich eigentlich auch vor und habe lange überlegt und versucht, dann eine Lösung zu finden, wie ich das Ganze aufbauen kann. Das Problem bei mir ist, ihr wisst, meine Anlage ist transportabel. Das heißt, die muss in einen LKW passen und die muss irgendwo hin transportiert werden können. Und da ist halt einfach das Problem, ich habe nicht unendlich viel Platz. Ja, weil es muss, wie gesagt, es muss in den LKW passen und es muss auch noch es muss auch noch handhabbar sein. Ja, und zum Dritten muss ich auch gucken, sage ich mal, da wo ich hinkomme, habe ich nicht unendlich viel Platz. Ich kann nicht auf eine Ausstellung kommen und kann sagen, meine Anlage ist 10 Quadratmeter groß, aber ich brauche 30 Quadratmeter Fläche für mein ganzes Equipment. Geht halt nicht. Ja, und deshalb muss ich halt gucken, dass ich meine ganze Anlage so kompakt wie irgendwie nur möglich aufbaue. Und da ist einfach momentan nicht der Platz vorhanden, dass ich quasi so eine automatische Ladestation mit integrieren kann. Ja, das geht momentan leider einfach nicht. Ich habe alles probiert. Das größte Problem ist halt, ich brauche halt vor und hinter der Ladestation ausreichend Platz, weil meine Fahrzeuge, die kommen ja irgendwo an und die müssen hier gerade in die Ladestation reinfahren und genauso gerade müssen sie natürlich auch hinten wieder rausfahren, sonst würden sie ja irgendwo an den Ladeklappen hier anschlagen. Und das ist halt das größte Problem. Im Prinzip brauche ich vor und hinter einer Ladestation die volle Fahrzeuglänge Platz, damit da nichts passiert. Und wenn ich halt ein 20 cm langes Fahrzeug habe, dann brauche ich halt vorne und hinten 20 cm, also mindestens mal 40 cm, dann noch plus noch die ganze Zu- und Abfahrt. Ja, dann sind wir da schon bei 50, 60 oder sogar 70 cm. Das ist halt schon eine stolze Summe. Und das war halt einfach das Problem, dass ich den Platz einfach nicht habe zurzeit. Und darum habe ich mich dann im Endeffekt dazu entschieden, ich mache halt hier einfach eine losgelöste Ladebox, wo meine Ladegeräte drin stehen und dann kann ich halt meine Fahrzeuge hier reinstellen, mache den Deckel wieder zu, drücke hier drauf und kann mein Fahrzeug laden. Ja, habe halt jetzt hier keine Automatik, sondern muss es halt wirklich per Hand machen. Ist halt leider so, aber geht halt momentan nicht anders da. Mit diesen Bildern sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr könnt mit Hilfe dieses Videos könnt ihr euch eure eigene Ladestation zusammenbauen. Wenn es noch irgendwo Ungereimtheiten gibt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann versuche ich die noch zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.